Es ist soweit. Ein besonderes Jahr steht an und nach langer Ankündigung findet jetzt in 2025 die Weltreise statt. Doch was genau findet eigentlich statt? Was erwartet euch weiterhin auf dem Kanal? Und wie blicke ich auf die Zeit zurück? Vielleicht auch welche Vorschau gibt es? Es brennen sogar ein paar Kerzen, all das erwartet euch in diesem Video. Und zunächst einmal gehen wir auf die Kerzen ein, denn in dieser Woche ist YouTube 20 Jahre alt geworden. Und ich meine, 20 Jahre, das klingt ja erstmal wie ein ziemlich kleiner Zeitraum, aber wenn man jetzt bedenkt, was die Plattform YouTube eigentlich mittlerweile für ganz viele Leben im Alltag bedeutet, dann ist das ziemlich verrückt. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie seine Geschichte zu YouTube, sonst würdest du hier gerade nicht ein YouTube-Video schauen. Bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn die Waschmaschine streikt, dass ich da ein Reparaturvideo schaue, Rezepte kochen, Filme gucken am Abend, aber eben auch Wintersport, Fahrradfahren und eben auch mein Beruf. Die Unternehmen, die ich gegründet habe, all das ist irgendwie mit YouTube passiert und an dieser Stelle also herzlichen Glückwunsch. Ich wage jetzt einfach mal diese beiden Kerzen hier auszupusten. Und davor seht ihr noch eine Kerze und das ist ein zweiter YouTube-Button und das ist meine Zeit auf YouTube, denn ich habe meinen Kanal oder die ersten Inhalte, die ersten Videos damals gemeinsam mit Julian und Basti und Marcel vor 10 Jahren online gebracht. Also genau die Hälfte der Zeit, in der YouTube überhaupt existiert. Und was in den 10 Jahren alles passiert ist, ist verrückt. In jedem Fall feiern wir mit diesem Video auch 10 Jahre YouTube, für mich persönlich. Und ja, was dabei passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Lebenskapitel hier schließt sich nämlich jetzt für mich das Buch 3. Und bevor wir mit all dem hier starten, 2 Punkte. Das erste, ich möchte mit diesem Video auch Inspiration für dich geben. Verfolg deine Ziele, denn was du hier auch siehst, ist, dass ich aus einem Kindheitstraum, den ich in der Jugend hatte, aus dem Skifahren, dem Biken, viel in den Bergen, in der Natur unterwegs zu sein, einen Beruf gemacht habe. Und das ist vielleicht eine Inspiration und ein Thema für dich. Nimm dir ein Ziel vor, arbeite konstant daran, arbeite auch mal hart daran und hab das Ziel immer im Blick, auch wenn das Leben dich manchmal nach links und rechts schmeißt und dir Steine in den Weg gelegt werden. Du kannst das packen, es funktioniert schon. Und der zweite Punkt ist, ich bin sehr dankbar und weiß auch von dem großen Glück, was ich dazu habe, denn sowas schreibt sich nicht von selbst. Dazu zählen viele tolle Menschen im Umfeld, begonnen mit meiner Familie, mit meinen tiefen Freunden, Bekannten, mit den ganzen Studienkollegen, mit meinem Team hier, aber nicht zuletzt auch einfach mit euch. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass all das, was ich hier so publiziere oder was wir als Team auf dem Kanal so publizieren, so gut angekommen ist über die letzten Jahre und ich überhaupt sagen kann, dass es eben mein Beruf geworden ist. Doch das hat eben auch sowohl gute als auch nicht so gute Seiten und da gehen wir jetzt mal genauer drauf ein. Wir gehen mal auf die Reflexion des letzten Jahres, der letzten Jahre, der 32 Jahre, aber im Kurzdurchlauf. Im Kern soll es um dieses Buch hier gehen und dieses Kapitel, das Kapitel 3, wenn man so will, wird langsam aber sicher geschlossen und das spüre ich auch. Doch dieses Kapitel hatte natürlich auch einige vorherige Kapitel, die mittlerweile schon abgeschlossen sind. Das erste bei mir, das Aufwachsen in der Kindheit, Jugend, in Olpe, in Hünsborn, in meinem Heimatdorf, mit Familie, mit Freunden, mit dem Sportverein, mit der Schule, mit allem, was dazugehört. Und das war eine verdammt schöne Zeit. Dann blicke ich auf diese zweite Zeit hier. Das ist bei mir das Kapitel Abitur, die Schulzeit, ja, die weiterführende Schule, das Kennenlernen von so vielen starken Freunden und auch viele Jugendfreizeiten im Wintersport. Also wir sind aus Olpe in NRW sehr viel in die Alpen gefahren. Da sind die Skilehrerausbildungen, also die ersten Bezüge zum Wintersport und bei mir auch ganz stark ein Auslandshalbjahr in der Schule. Also ich habe im Abitur in der 11. Klasse ein halbes Jahr in Neuseeland verbracht und diese Zeit hat mich auch sehr geprägt. Mit dem Schulfach Outdoor Education. Also wir haben ein halbes Jahr wirklich 2 Tage die Woche draußen mit der Schule verbracht. Kajaken, Mountainbiken, Packen für mehrtägige Campingausflüge. Das war bei mir in Neuseeland einer der Punkte, glaube ich, die auch dann eine große Saat gesät hat für Kapitel 3, für das, was wir hier mittlerweile tun. Und natürlich auch die Studienzeit. Also man studiert ja nicht YouTuber werden und das war auch gar nicht in meinem Blickfeld. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ich sollte etwas Solides machen und ich habe das an der Stelle dann auch getan. Und auch das Kapitel in Karlsruhe mit dann den Anschluss des Masters in Innsbruck hat mich einfach sehr geprägt. Und damit meine ich, dass jedes der Bücher, was hier steht, sicherlich auch die in der Vorausschau, haben ihre sehr positiven Seiten, aber haben natürlich auch ihre Schattenseiten, Niederschläge, Probleme, auf die man natürlich nicht so gern zurückblickt. Aber die gibt es natürlich in jedem dieser
Bücher hier gerade auch. Die Zeit hier hat aber sicherlich einen großen Grundstein gelegt für das, was jetzt auf YouTube in den letzten 10 Jahren passiert ist und was jetzt so im Kern der Start meiner beruflichen Zeit und der Selbstständigkeit ist. Und dieses dritte Kapitel ist sehr geprägt von viel Arbeit, von viel, ich sag mal, Commitment, also Hingabe für diesen Beruf, für die Selbstständigkeit, für den Aufbau von Geschäften. Das muss ich wirklich einfach sagen. Und das Leben hat nun mal verschiedene Säulen. Also dabei zählt die Gesundheit, Familie, Freunde. Es zählt sicherlich auch, wie man sich weiterbildet als Person. Es zählt auch der Beruf, ja. Aber diese verschiedenen Säulen, und das ist, glaube ich, auch das Ziel, was wir alle verfolgen sollten, die sollten möglichst in Balance halt gehalten werden. Denn wenn man einfach, während man jetzt hier die Selbstständigkeit antreibt, und das habe ich viele Jahre jetzt sehr getan, vernachlässigt man vielleicht andere Punkte, zum Beispiel der Gesundheit oder der Familie und Freunde oder andere Felder, die vielleicht dir auch wichtig sind. Und das ist tatsächlich so, dadurch, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, ist es eben zum Beruf geworden und auch zu vielen Stunden. Und ich möchte darüber definitiv nicht mein Leid klagen, ich möchte nur meine Erfahrungen mit euch teilen, dass eben dahinter auch liegt, dass ich sehr viel Zeit in den letzten Jahren in den YouTube-Kanal investiert habe. Und wenn wir da zurückblicken, dann ist das der Start mit Julian und Basti, Alyeska Skiing, Maha Lifestyle in Innsbruck. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die ersten Skitechnik-Tutorials. Wenn ich da heute mich sehe, dann wird mir anders. Das ist auf jeden Fall ein bisschen unangenehm natürlich, wenn man so rausgeht und da etwas zum ersten Mal zeigt. Und dann auch der Start des ersten Videos in Innsbruck. Hallo Welt, vorm goldenen Dachel moderiert, seht ihr gerade ein paar Szenen. Weitergehend dann die Skitechnik-Tutorials, das Carving-Tutorial, mittlerweile über 1 Million Aufrufe. Also es ist verrückt auch, was jetzt so nach 10 Jahren, wie vielen Menschen ich begegne, die mir sagen, hey Marius, du hast mir das Skifahren beigebracht und mich deutlich besser gemacht. Vielen Dank und das ist so schön zu sehen. Auf der anderen Seite dann Paluten-Push, also über 5.000, 10.000 Abos in 2 Tagen. Das war für mich damals sehr, sehr verrückt. Dann der erste Alpencross mit Basti, mit dem Mountainbike, einfach stiefmütterlich von München mit irgendwelchen Fahrrädern rüber zum Gardasee, verrückte Zeit. Dann kam Corona, wo alles nochmal richtig durchmischt und durchschüttelt wurde und wir Maha Studio gegründet haben, die YouTube-Agentur, die viele Jahre dann auch wirklich so das Brot- und Buttergeschäft waren, um überhaupt diesen YouTube-Kanal betreiben zu können nebenbei, weil der Kanal, den du jetzt hier siehst, der war definitiv einfach ein Nebenprojekt und Maha Studio, Maha Productions war so die Geldquelle, wenn man so will. Und mittlerweile ist diese Agentur Maha Studio für so viele Unternehmen aktiv. Ich bin nicht mehr Geschäftsführer, ich habe die Geschäftsführung abgegeben an den Marco, der das Geschäft mittlerweile mit Basti sehr, sehr gut leitet. Und das Unternehmen betreut mittlerweile super viele Kunden, hat feste Mitarbeiter, ist etabliert. Das ist auch so schön zu sehen, Teil dieser Reise. Und dann kam mehr und mehr die Zeit, in der Fahrradfahren auf dem Kanal wichtiger wurde, Mountainbiken mittlerweile ja nicht mehr so beliebt tatsächlich in der Gesellschaft. Es ist vielmehr das Gravelbiken geworden, der Deutschlandcross, dann Rennradtouren, verschiedene Alpenpässe, die ich letztes Jahr mit dem Linus verfilmt habe. Und wenn ich schon von Linus spreche, auch so viele Gesichter auf dem Kanal. Der Andreas, also der Andi Fenzel am Start, der mittlerweile selbst Creator ist, dann Felix Störkle, Eileen, die beiden Philips, den Paul, der Pascal, der Marco und ich hoffe, ich vergesse jetzt hier keinen. Und dann natürlich das Team, was diese Saison mit dabei war, mit Emma, mit Lukas und auch mit Jonas. Und ja, mittlerweile so viele Gesichter, die einfach auf dem Kanal auch eine wichtige Rolle gespielt haben, die das Ganze mitgeprägt haben. Und wenn ich jetzt quasi noch auf die aktuellen Videos blicke, dann ist es mittlerweile eben der Vollzeitjob geworden und das seit circa 2 Jahren, dass ich YouTube mit den Fahrradinhalten im Sommer und den Skiinhalten im Winter betreibe. Und wenn ihr das jetzt so hört, dann sind das viele tolle Ereignisse und ich habe vor allen Dingen großes Ziel verfolgt und das war so eine lange Liste an Skigebieten und auch an Skitechnik-Tipps, die ich hier auf YouTube auf dem Kanal präsentieren wollte und diese Liste ist mittlerweile so gut wie abgehakt. Und an dieser Stelle ist jetzt also der Punkt gekommen, schon vor ein paar Jahren geboren, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche mal eine gewisse Phase, wo ich auf all das zurückblicken kann, auch mal raus aus diesem Hamsterrad der wöchentlichen Veröffentlichung, die wir ja sehr stark uns vorgenommen haben, rauskomme und Zeit finde, um zu reflektieren, um zurückzublicken und zu erkennen, was denn eigentlich an all dem wirklich gut ist und was vielleicht nicht so gut ist und wie ich dann weiter in der Zukunft vorangehe. Denn es ist noch ein ganz schön langer Zeitraum, der hier in der Zukunft liegt, wo einiges geprägt werden kann, sowohl beruflich als auch privat, als Mensch. Und da sich nochmal Gedanken zu machen, zurückzulehnen, das ist eben der Kernpunkt dieser Weltreise 2025.
Wenn ihr jetzt ein paar konkrete Antworten haben wollt, was euch persönlich erwartet, auch mit dem Kanal, dann ist es so, dass wir die komplette nächste Wintersportsaison schon vorproduziert haben. Auch diesen Sommer werden Videos kommen, nicht mehr vielleicht in so einer hohen Frequenz, also wir werden vielleicht von wöchentlich auf zweiwöchentlich umstellen, aber eben dennoch mit einer hohen Qualität und hoffentlich mit einigen Tipps und Tricks. Ihr könnt also während der Zeit auch neue Videos auf dem YouTube-Kanal erwarten und auch nochmal zurückblicken, zum Beispiel zu den verschiedenen Alpencross- oder 24-Stunden-Touren im Sommer, aber auch den verschiedenen Wintererlebnissen. Und es wird auch ein paar Inhalte von dieser Reise geben, zum Beispiel Kanada. Es wird was aus Japan geben. Wir werden Skifahren in Japan und vielleicht auch in anderen Gegenden wie Nepal, Patagonien, Skandinavien. Es sind viele Outdoor-Ziele, die irgendwo so grob auf der Liste stehen. Aber wie gesagt, das alles mit Zeit. Und wenn es dann gut passt, dann nehme ich euch gerne mit auf einem vielleicht dann auch anderen Format. Ich freue mich auf die Kommentare und sage nochmal Danke für die ersten 10 Jahre hier gemeinsam auf YouTube. Ich bin mir sicher, dass viele weitere gemeinsame Jahre folgen. Und jetzt sehen wir uns mit den ersten Sommervideos wieder. Ab nächster Woche geht's los. Wir werden mit der höchsten Passstraße der Alpen und Europas starten. Auf geht's. Tschüss.